Hallo meine Lieben, heute habe ich das erste Laservideo, wo ihr mit mir zusammen entdecken könnt, wie man Holz gravieren und dann aber auch mit dem Laser eben ausschneiden kann, bis zu einer gewissen Dicke. Ne? Da habe ich zwei Projekte, wo ich das ausprobieren werde und das seht ihr auch gleich nach dem Intro. Für das erste Projekt habe ich ein kleines Buchzeichen und dann aber auch einen Weihnachtsanhänger und ich werde euch kurz zeigen, wie ich das gemacht habe. Für das Buchzeichen nehme ich hier so ein Rechteck und zwar will ich eins haben mit abgerundeten Ecken. Wenn ich das jetzt einfüge und in der Größe verändere, Moment, ich muss hier kurz die Verknüpfung aufheben. Wenn ich das jetzt vergrößere, dann werden diese Ecken, die eigentlich schön abgerundet sind, das wird unschön. Ich muss hier kurz gucken beim anderen Element, wie breit ich das hatte. Das waren 40 mm, von dem her sind es 4 cm. Das brauche ich einmal oben, hier so auf dieser Höhe. Dann mache ich Ctrl+C und Ctrl+V. Das schiebe ich hier so ein bisschen runter. Und dann füge ich auch noch ein Rechteck ein, wo ich das so platziere, dass ich oben und unten eine Überlappung habe. Und da gucke ich natürlich auch drauf, dass das 4 cm sind. Dann kann ich die drei Elemente markieren und dann auch gleich horizontal zentrieren. Dann verschweiße ich das auch gleich, damit es ein Element ist und so habe ich schon mal die Grundform von meinem Buchzeichen. Dann habe ich hier noch ein Herz eingefügt und da gucke ich natürlich auch darauf, dass das 4 cm in der Breite sind, so dass das zur Breite von meinem Basiselement passt. Dann platziere ich das Ganze in etwa auf der Höhe. Ich mache das heute so ein bisschen nach Augenmaß. Dann kopiere ich auch dieses Herz und das natürlich auch mit Ctrl+C, Ctrl+V. Und dann gucke ich drauf, dass das ein bisschen kleiner ist, hier in etwa 3 cm. Jetzt kann ich diese beiden Formen auch verschweißen. Und dann das Herz, das kleinere, auch hier so einfügen, dass das passt. So habe ich hier schon mal mein Buchzeichen, dann kann ich noch Text einfügen. Da soll stehen nur noch ein Kapitel. Dann kann ich hier noch die passende Schriftform auswählen, die heißt BFC Gingerbread. Ich setze es hier auch kurz auf Engrave, weil dann sieht man das auch ein bisschen besser. Dann passe ich hier ganz einfach die Größe und die Orientierung so an, dass das wunderbar auf mein Buchzeichen drauf passt. Ihr seht, dass er beim Ausrichten immer so Sprünge macht. Das ist, weil er versucht, sich an anderen Elementen auf dem Arbeitsplatz zu orientieren. Wenn ihr kleine Abstände machen wollt oder kleine Sprünge machen wollt, dann könnt ihr da die Pfeiltasten auf eurer Tastatur verwenden, um hoch, runter oder seitlich zu verschieben. So, ich würde sagen, das ist genau das, was ich haben will. Und diese beiden Linien hier, die setze ich auf Schneiden. Die Schrift natürlich nicht, das soll ein Engrave sein. Und so einfach habe ich schon mein Buchzeichen gemacht. Ich lösche jetzt hier mal das Original, weil das gefällt mir eigentlich sehr gut. Für den Anhänger habe ich ganz einfach einen Kreis eingefügt und wenn ihr da die Shift-Taste haltet, dann behält es auch die Proportionen schön regelmäßig. Ich gucke auch kurz hier drüben, wie groß das war. Das waren 50, also das heißt 5 cm. Auch den brauche ich zweimal, also Ctrl+C, Ctrl+V. Dann können wir die beiden Kreisen kurz ausrichten, horizontal zentrieren und vertikal zentrieren, damit die schön aufeinander sitzen.
Hier für den Anhänger, da habe ich auch nochmal einen Kreis eingefügt, diesmal natürlich ein bisschen kleiner. Das sind 16,2 mm. Dann dupliziere ich auch den mit Ctrl+C und Ctrl+V und den brauche ich jetzt natürlich ein bisschen kleiner. Und ich halte hier natürlich auch immer die Shift-Taste. Dann markiere ich die beiden auch kurz und gucke, dass das schön mittig ausgerichtet ist. Auch hier horizontal und vertikal zentrieren. Jetzt markiere ich die beiden nochmal und verschiebe das mit der Pfeiltaste ein bisschen nach oben, in etwa so, bis quasi beim inneren Kreis ich auf der Hälfte von diesen großen Kreisen liege. Und dann markiere ich alles davon und gucke, dass das horizontal zentriert ist. Jetzt nehme ich einen von diesen großen Kreisen und den äußeren von den beiden kleinen und verschweiße das auch. Und dann gehe ich hier auf Arrange und schicke dieses Element in den Hintergrund. Dann markiere ich hier den zweiten Kreis und den nehme ich ganz nach vorne. Und jetzt halte ich die Shift-Taste und markiere noch diesen kleinen inneren Kreis und sage hier Subtract, das heißt abziehen. Und so habe ich dann oben nur noch diesen kleinen Bogen. Dann brauche ich nochmal einen Kreis, weil ich will so eine Outline machen. Ich kann auch hier drüben kurz gucken, wie groß der war. Das sind 45,6 mm. Und den kann ich jetzt hier schön in die Mitte setzen. Jetzt setze ich den äußeren Kreis und den Anhänger, das setze ich auf Schneiden. Und den inneren Kreis, den setze ich auf Score. Dann habe ich hier noch den Santa. Da kann ich ganz einfach hier oben auf File gehen. Da nehme ich diesen kleinen Santa hier. Das ist ein Bild von FreePik. Und dann fragt er mich, ob er die Größe beibehalten soll oder an die Arbeitsfläche anpassen. Dann kann ich das Bild editieren und hier mit diesem Symbol kann ich Teile aus einem Bild rauslöschen, die ich nicht haben will. Und wenn ihr das Bild so bearbeitet habt, dann habt ihr hier quasi nur noch den Santa mit den schwarzen Linien. Dann könnt ihr hier mit Sharpness und mit der Grayscale könnt ihr noch ein bisschen spielen, so dass ihr dann ein optimales Bild habt. Und dann habe ich ganz einfach hier über die Shapes noch so einen Stern eingefügt oder mehrere Sterne eingefügt und die in der Größe angepasst und rund um den Santa verteilt. Ich lösche das jetzt auch, weil ich wollte euch einfach zeigen, wie ich so ein Design quasi anlege jeweils. Und jetzt kontrolliere ich noch kurz die Einstellungen. Der Santa sollte auf Engrave sein und auch diese kleinen Sterne, die sollten auch auf Engrave sein. So, und bevor ich jetzt hier weitermache, muss ich kurz den Laser einschalten und dann auch das Holz reinlegen, damit ich überhaupt sehe, wo ich das Ganze hier platzieren muss. Vom Aufbau her habe ich so gemacht, dass ich die Wabe hier innen drin habe. Die habe ich hier ganz einfach oben schön reingelegt, dass es quasi eben ist mit der normalen Fläche vom Laser. Und dann könnt ihr vorne die Abdeckung wieder zumachen. Dann nehme ich hier das 3 mm Balsaholz und lege das hier schön in die Mitte rein und mache das auch mit den Magneten. Hier mit diesen Magneten mache ich das an der Wabe fest. Vom Platzieren her müsst ihr einfach gucken, ne? Es hat hier in der Mitte hat es einen roten Punkt, den seht ihr sehr wahrscheinlich nicht, aber da muss Material liegen, damit er das dann richtig ausmessen kann. Und dann kann ich den Laser eigentlich auch schon wieder schließen. Jetzt kann ich hier auf Detect Device klicken. Und jetzt merke ich gerade, dass ich ganz vergessen habe, das USB-Kabel anzuschließen. Ich kann das natürlich auch über das Wi-Fi machen,
aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es stabiler ist, wenn ich hier einfach übers USB-Kabel gehe. Dann erkennt er hier auch schon die Laserbox und dann zeigt er mir auch schon an, wo das Holz im Laser drin liegt. Dann kann ich hier alles markieren und das so rüberschieben, dass das hier dann auch schön auf dem Holz liegt. Ich kann sogar hier den Santa noch ein bisschen rüberschieben, um Holz zu sparen. Jetzt kontrolliere ich sicherheitshalber alles nochmal. Das Violette, das ist das Schneiden, das Orange, das ist das Gravieren und dann haben wir hier auch noch diese Linie, wo ich einen Score habe. Und natürlich auch der Santa selber, der sollte auch auf Engrave gesetzt sein. Dann kann ich hier beim Material das 3 mm Balsaholz auswählen. Dann zeigt er hier 3 mm an und beim Height Raised, da nehme ich jeweils, also da sage ich immer Nein, weil das würdet ihr nur auf Ja anklicken, wenn ihr die Prismstäbe drin habt. Dann kann ich hier auf Process klicken und dann kommt noch dieser Zwischenschritt, wo er mir zeigt, wie lang die berechnete Zeit ist. Und dann kann ich oben auch schon auf Start klicken. Und dann kann ich beim Laser nur noch den Start-Button drücken. Und hier schon mal ein Blick auf die Ergebnisse. Jetzt gucken wir uns auch noch was Zweites an. Ich nehme hier diese Holzanhänger, die waren ja auch im Paket mit drinne und die platziere ich jetzt einfach mal wild auf der Wabe drauf. Dann kann ich hier sagen, erledigt. Das alte Projekt könnt ihr natürlich auch speichern. Ne? Da könnt ihr hier auf Save As gehen, also Speichern unter. Und ich habe mir einfach einen Ordner angelegt mit den ganzen Projekten auch vom Xtool. Dann kann ich das sichern und er fragt mich ersetzen, da sage ich ja. Dann gehe ich rüber auf einen neuen Ordner und ihr könnt natürlich auch Dateien, ne, die ihr schon habt, in einem anderen Ordner oder Blatt, auf einem anderen Blatt heißt das, glaube ich, könnt ihr mit Ctrl+C, Ctrl+V kopieren und ins neue Blatt rübernehmen. Ne? Das geht auch. Zusätzlich habe ich hier auch noch einen Schriftzug eingefügt. Das ist Ho Ho Ho, auch wieder die Schrift Gingerbread. Und die beiden Elemente habe ich einfach mal gruppiert. Dann klicke ich hier mal auf Refresh, weil dann zeigt er mir auch das Bett an vom Xtool, damit ich sehe, wo das Holz liegt. Und dann kann ich meinen Santa nehmen, wenn ich den greifen könnte, und das auf das mittlere Tag oder auf diesen mittleren Anhänger platzieren. Ich kann es auch rotieren, einfach so, dass es schön da drauf liegt. Ich würde sagen, das passt so für mich. Und das Coole ist, ich muss es jetzt nicht mit jedem einzelnen Tag machen, sondern ich kann hier ganz einfach auf Smart Fill gehen. Und dann analysiert er alles und platziert so quasi die Motive da, wo er Material sieht. Hat jetzt nicht ganz so funktioniert bei einzelnen, da muss sich die Orientierung noch ändern. Jetzt sieht es zwar hier aus, als ob die Kamera hier oben in der Mitte wäre, aber die liegt tatsächlich hier mehr am Rand und damit ich sicher sein kann, dass das dann auch richtig platziert wird, kann ich einen Zwischenschritt einlegen. Ich wähle aber noch kurz hier das richtige Material, da würde ich sagen, das sind diese Rectangle Wood Piece. Und dann mache ich auch noch kurz das Auto Mesher, aber hier hat es leider einen kleinen Fehler noch drin, weil der verschiebt das jeweils, wenn man so ein Auto Mesher macht. Von dem her muss ich das jetzt nochmal anpassen. Ich würde euch empfehlen, dass ihr das Auto Mesher zuerst macht und dann die Sachen richtig platziert. Ich kontrolliere hier sicherheitshalber nochmal, dass wirklich alles auf Engrave ist, damit es dann auch stimmt. Und dann kann ich hier auch schon sagen Process. Was ich jetzt noch machen werde, ist ein Framing. Das heißt, er fährt dann mit dem roten Punkt die Fläche ab, die er gravieren wird. Da gucke ich einfach kurz, ob das gut liegt.
Dann kann ich hier auf den Start-Button drücken. Ich habe gerade gemerkt, dass das nicht so gut funktioniert hat, weil der macht einfach den Rahmen von allen Elementen. Das hilft mir jetzt nicht so, ne? Ich werde die jetzt ganz einfach mehr in der Nähe von der Kamera platzieren, gucken, dass das schön gerade ausgerichtet ist. Das sollte mir dann ein bisschen helfen beim Platzieren. So, ich habe das Gefühl, das passt so. Von dem her werde ich jetzt den Filter auch wieder hochdrehen, den Air Assist einschalten und dann kann ich auch schon auf den Start-Button drücken. Der ist jetzt auch schon fertig, von dem her kann ich das aufmachen und die Teile rausnehmen. Das hat schon mal relativ gut funktioniert. Bei einzelnen ist es ein bisschen zu sehr am Rand, aber ich würde sagen, das ist völlig okay. Hier seht ihr schon mal, wie das aussieht, aber das zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Damit ihr die Ergebnisse ein bisschen besser noch seht, ne? Hier, das ist das Buchzeichen. Und ihr seht, ich habe keine braunen Spuren dem Rand entlang. Natürlich auf der Kante, das ist normal beim Lasern. Und auch die Rückseite ist super schön. Und das hier ist das Laserergebnis. Finde ich Hammer. Und das, was es hier rausgeschnitten hat, das kann man natürlich dann auch noch zum Basteln verwenden, ne? Dann haben wir hier den Anhänger, auch vorne schöne, saubere Kante. Seite natürlich braun. Und auf der Rückseite habe ich nur ein paar ganz, ganz kleine Stellen. Das war hauptsächlich da, wo eine Wabe sich gekreuzt hat, ne? Also, aber ansonsten wirklich ein super Ergebnis. Und dann die Geschenkanhänger, wo es nicht immer ganz geklappt hat mit der Ausrichtung. Also ich finde es eigentlich einfacher, wenn man die so macht, das heißt, wenn man die selber ausschneidet, weil dann kann ich wunderbar, er lasert zuerst, ne, er kennt ja immer zuerst, wo er lasern muss, dann diese Linie ringsherum und erst dann hat er alles geschnitten. Von dem her war das immer genau schön mittig oder genau da platziert, wo ich das festgelegt hatte. Und wenn man eben vorgeschnittene Sachen hat, dann ist es immer ein bisschen schwieriger, das Ganze zu platzieren. Und ich muss auch sagen, es war ein unterschiedliches Ergebnis, je nachdem, wie die Fasern des Holzes verlaufen. Hier zum Beispiel, ich zeige euch das als Beispiel, da verlaufen die Fasern nach unten und bei dem seitlich. Von dem her, ich würde sagen, die seitlichen sind definitiv besser geworden. Ja. Und es ist halt einfach so, beim Lasern kommt es natürlich auch immer auf die Qualität des Holzes drauf an. Alles in allem finde ich das schon sehr cool. Und das waren jetzt nur so 3 kleine Beispiele quasi zum Starten, aber da gibt es echt noch so viele coole Sachen, die man damit machen kann, wie zum Beispiel irgendwas gravieren, was ich gekauft habe, zum Beispiel ein Holzbrett oder so, dann personalisiert gravieren für jemanden, selber eine Holzbox herstellen. Also ganz, ganz viele Möglichkeiten. Von dem her war das hier mal so ein Start. Aber das war das Thema, was ich euch heute zeigen wollte. Und morgen geht es dann weiter mit dem nächsten Thema. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es war hilfreich für euch. Und natürlich, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe.